Tirol hat heute keine öffentliche Wasserstofftankstelle mehr. Viele Projekte wurden gestoppt. Viele haben aufgegeben. Wir nicht. Die Geschichte beginnt 2014 mit der Strategie Tirol 2050 energieautonom. Die Strategie zeigte früh: Mobilität mit Strom wird zum Schlüssel für den Umbau des Energiesystems. Mit dieser Erkenntnis wurde der Entwickler der Strategie zum Green Energy Leaders Meeting nach Seoul eingeladen. Dort zeigte Hyundai einen Entwicklungsfahrplan für Batterie- und wasserstoffelektrische Mobilität, der bis heute erstaunlich präzise eingetroffen ist. Diese Begegnung festigte die bereits existierende Partnerschaft zwischen Hyundai Österreich und Fenn-Systems. Hyundai brachte die Fahrzeuge, Fenn-Systems koordinierte den Einsatz. Daraus entstand eine Codex-Partnerschaft, welche Industrieunternehmen, Mittelstand, Start-ups, Forschungseinrichtungen und Umsetzungspartner in einer privatwirtschaftlich organisierten Entwicklungsplattform vereinte. Ziel war nicht die Demonstration einzelner Technologien, sondern die praktische Entwicklung und Erprobung realwirtschaftlicher Lösungen zum Bau der Brücke in eine nachhaltige grüne Zukunft und den damit verbundenen Umbau des Energiesystems auf Klimaneutralität und Autonomie. 2016 führte die erste Fahrt des weltweit ersten Serien-Wasserstoff-Elektrofahrzeuges von Norwegen nach Italien mit Zwischenstopp in Innsbruck zur Pressekonferenz und Eröffnung des Green Energy Center Europe. Damit begann auch der Kompetenzaufbau. Händler, Werkstätten, Sachverständige und Feuerwehren wurden in Theorie und Praxis geschult. Darüber hinaus wurden Wifi-Kurse entwickelt und in ein österreichweites Ausbildungsprogramm implementiert. 2018 zeigte der in Österreich vom Green Energy Center Europe aus gelaunchte Hyundai Nexo, dass Wasserstoffmobilität alltagstauglich werden kann. Aus einzelnen Fahrzeugen wurden Systeme. Das Forschungszentrum HiWest bündelte Kompetenzen für den Aufbau einer regionalen Wasserstoffwirtschaft. Wasserstoffbusse, LKWs, Bahnen, Pistenraupen, Drohnen und die dazu gehörende Wasserstofflogistik von der Erzeugung bis zur Verteilung von grünem Wasserstoff waren Teil dieser Entwicklungslinie. Mit dem Projekt Grüner Wasserstoff für M-Preis Tirol und Europa, das mit Hilfe der Forschungswettbewerbsprojekte Demo4Grid und Viva HiWest umgesetzt wurde, entstand einer der wichtigsten Bausteine einer regionalen Wasserstoffwirtschaft in Europa. Zusammen mit den Hyundai-Wasserstofffamilien und den nationalen Forschungswettbewerbsprojekten HyTrain, HyBus, HySnowGroomer, HyDrone wurden die wesentlichen Voraussetzungen für die rasche Umsetzung des Projektes Zillertalbahn 2020 Plus und des damit verbundenen energieautonomen Wasserstofftales geschaffen. Doch auf dieser Makrosystemebene wurde sichtbar, wie schwierig Umsetzung ist. Das Projekt Zillertalbahn 2020 Plus energieautonom mit Wasserstoff wurde gestoppt und das Power-to-X Wasserstoffzentrum in Kufstein-Langkampfen wurde verschoben. Die Konsequenz? Rückzug auf ein unabhängiges und überschaubares Mikrosystem im Living Lab des Green Energy Center Europe. Das Wissen kann auf dieser Basis über HiWest in den internationalen Projektpartnerschaften MOST, HiSelect, Flexi, Reinforce, Hard2Cov und Trires, dem griechischen High Valley-Projekt, weiter wachsen. 2025 schloss die Wasserstofftankstelle Innsbruck. In der Folge installierten die Codex-Partner Fenn Research und EDC Anlagentechnik am Living Lab des Green Energy Center Europe eine eigene Mikrowasserstoffinfrastruktur, mit der grüner Wasserstoff qualitätsgesichert gewonnen, verdichtet, gespeichert und bedarfsgerecht eingesetzt werden kann. Damit entsteht ein neues, autonomes Mikromobilitätssystem, mit dem auch die neue Hyundai Nexo-Generation weiter betrieben und im Zusammenspiel mit den Hyundai-Wasserstofffamilien beforscht werden kann. Fenn-Systems betreibt die Fahrzeuge und Anlagen. Hyundai liefert die Technologie. Fenn Research und weitere Codex-Partner entwickeln in internationalen Projekten die Konzepte. Das Demonstrationssystem der Mobilität von morgen zur Unterstützung der Strategie Tirol 2050 energieautonom und den Umbau des Energiesystems auf Klimaneutralität und Autonomie hat damit wieder einen Zukunftsvektor bekommen. Die Brücke in die grüne Zukunft wird nicht durch Ankündigungen gebaut, sondern durch Menschen, die Verantwortung übernehmen und weitermachen. In Österreich wurden 2025 alle öffentlichen Wasserstofftankstellen geschlossen. Trotzdem machen wir mit der Codex-Partnerschaft des Green Energy Center Europe einfach weiter.
10 Jahre Green Energy Center Europe. 10 Jahre Hyundai als verlässlicher industrieller Codex-Partner. 10 Jahre lernen, bauen und weiterentwickeln. Die Brücke in die grüne Zukunft ist nicht fertig, aber sie wird weitergebaut.